Mythos Vampire. Im heutigen Video möchten wir euch einen kleinen Einblick in die Welt der Mythen der Vampire geben. Viel Spaß beim Zusehen und Hören. Die Ursprünge der Vampirlegenden reichen weit zurück und sind in verschiedenen Kulturen und Überlieferungen zu finden. Eine der frühesten Aufzeichnungen von vampirähnlichen Wesen stammt aus der sumerischen Mythologie, die über die Göttin Lamashtu berichtet, die Babys und schwangere Frauen bedrohte und Blut trank. In der griechischen Mythologie gab es Berichte über Lamien, weibliche Geister, die Kinder entführten und deren Blut tranken. Die römische Kultur kannte die Geschichte von Strigeswesen, die menschliches Blut tranken und sich in Tiere verwandeln konnten. Im Mittelalter in Europa wurden Geschichten über Untote, die aus ihren Gräbern auferstanden und das Blut der Lebenden tranken, weit verbreitet. Diese Legenden wurden oft mit Krankheiten wie der Pest und dem Phänomen der Verwesung von Leichen in Verbindung gebracht. Eine wichtige Rolle bei der Formulierung der modernen Vorstellung von Vampiren spielte der osteuropäische Glaube an Untote, insbesondere in Regionen wie Ungarn, Serbien und Rumänien. Hier entstanden Geschichten über Vampire, die nachts aus ihren Gräbern auferstanden, um die Lebenden zu befallen und deren Blut zu trinken. Einer der wohl bekanntesten Vampire ist die fiktive Romanfigur Dracula, welcher auf den Ideen des Schriftstellers Bram Stokers und Vlad III. Basiert. Vlad III., auch bekannt als Vlad Tepes oder Vlad der Pfähler. Dieser wurde im 15. Jahrhundert in Transsilvanien, einer Region im heutigen Rumänien, geboren. Er regierte zeitweise über die Fürstentümer Walachei und Siebenbürgen. Vlad wurde berüchtigt für seine Grausamkeit gegenüber Feinden und vermeintlichen Verrätern. Sein Spitzname der Pfähler kommt von seiner bevorzugten Methode der Bestrafung. Er ließ seine Feinde lebendig auf Pfähle spießen. Vlad III. Führte auch einen entschiedenen Kampf gegen das Osmanische Reich, das sein Land bedrohte. Seine Taktiken waren oft brutal, aber sie waren auch effektiv darin, die osmanischen Truppen zurückzudrängen. Somit diente Vlad Tepes als Inspiration für Bram Stokers berühmten Vampirroman Dracula, obwohl die fiktive Figur mit dem historischen Vlad nur lose verbunden ist. Der Schriftsteller Bram Stoker popularisierte die moderne Vorstellung von Vampiren mit seinem Roman Dracula von 1897, der auf osteuropäischen Legenden basiert. Seitdem sind Vampire fester Bestandteil der Popkultur und haben zahlreiche Adaptionen in Büchern, Filmen, Fernsehserien und anderen Medien inspiriert. Im Folgenden geben wir euch eine kurze Zusammenfassung zur Geschichte über Dracula aus dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1897 von Bram Stoker. Dracula ist ein transsilvanischer Adliger, der in die englische Gesellschaft eindringt, um frisches Blut zu finden und seine Macht zu erweitern. Die Handlung beginnt mit dem jungen Anwalt Jonathan Harker, der nach Transsilvanien reist, um Dracula bei der Regelung seines Immobilienkaufs in England zu helfen. Während seines Aufenthalts in Draculas düsterem Schloss entdeckt Harker, dass sein Gastgeber ein Vampir ist und in der Nachtjagd auf unschuldige Opfer macht. Als Harker entkommt und nach England zurückkehrt, folgt Dracula ihm und beginnt eine Serie von Angriffen auf Harkers Verlobte Mina und ihre Freundin Lucy. Die Männer in Minas Leben, darunter ihr Verlobter Jonathan Harker, sein Freund Dr. Van Helsing und weitere Verbündete, vereinen sich, um Dracula zu jagen und zu vernichten. Die Geschichte kulminiert in einem dramatischen Showdown zwischen den Helden und Dracula in seinem englischen Versteck. Nach einem erbitterten Kampf gelingt es ihnen schließlich, den Vampirfürsten zu töten und damit seine Bedrohung für die Menschheit zu beenden. Bram Stokers Dracula hat die Welt des Horrors für immer geprägt und ist zu einem Klassiker der Schauerliteratur geworden, der Generationen von Lesern fasziniert hat. Wir hoffen, dass euch diese kleine Reise in die Welt der Mythen und Vampire gefallen hat. Danke fürs Zuschauen.